stell dich mal kurz vor, wo kommst du her, wo voltigierst du, wie alt bist du? Ja, also ich bin Pauline Riedel, ich bin jetzt 26 Jahre alt und gebürtig aus Neuss. Und Neuss-Grimlinghausen ist eben auch mein Heimatverein, wo ich jetzt seit mittlerweile 20 Jahren aktiv dabei bin. Ich war 17 Jahre im S-Team vom RSV Neuss und bin jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren im Einzel unterwegs und bin mittlerweile nur noch Einzelvoltigierer. Okay. Was waren bisher deine größten Erfolge? Meine größten Erfolge, also ganz klar mit dem S-Team, 2 Weltmeistertitel 2006 und 2014, ein paar Europameistertitel, wir sind 10-mal Deutscher Meister geworden der Senior-Teams, also da waren schon einige dabei. Ja, und im Einzel war ich jetzt letztes Jahr, 2019, auf der Senior-Europameisterschaft auf dem 9. Platz und habe einige CVIs gewonnen und bin platziert gewesen. Genau. Sehr schön. Welche 3 Wörter beschreiben dich am besten? Oh, das ist schwierig. Da muss ich jetzt gucken, dass das nicht zu negativ wird. Ich bin auf jeden Fall sehr spontan und zuverlässig und manchmal ein bisschen launisch. Okay. Was war dein lustigstes oder schönstes Erlebnis auch im Voltigieren? Also mein schönstes Erlebnis auf jeden Fall, als wir 2006 unsere erste Weltmeisterschaftsgoldmedaille gewonnen haben. Oder vielleicht sogar auch die Qualifikation dahin. Das waren auf jeden Fall auch die Erlebnisse, die mir immer noch am meisten im Gedächtnis sind und wo man immer wieder gerne dran zurückdenkt. Wie alt warst du da? 12. Du bist ja noch sehr jung. Ja, aber das habe ich alles noch, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Was ist deine Lieblingsübung bzw. deine Hassübung? Meine absolute Hassübung, es ist glaube ich auch allgemein bekannt, ist die Nadel. Vor allem die schöne Techniknadel, mit der werde ich glaube ich nicht mehr gut befreundet. Und Lieblingsübungen sind auf jeden Fall Schwünge in der Pflicht und der eingesprungene Handstand, den ich in meiner Kür mache. Okay. Was hast du immer in deiner Trainingstasche dabei? Schläppchen. Ansonsten tatsächlich keine Konstante. Okay. Ich bin da manchmal sehr unorganisiert. Also auf Schläppchen achte ich, dass die immer mit dabei sind und alles andere variiert und vergesse ich auch gerne mal, auch wenn es so wichtige Sachen wie Musik zum Beispiel sind. Ja gut, aber ohne Schläppchen geht auch nichts. Ohne Schläppchen ist schlecht. Geht auch, aber... Geht auch, ja. Was würdest du im Voltigiersport verbessern? Sei es Reglement? Ich glaube oder? allgemein die Kommunikation. Ich finde, es hat sich glaube ich schon verbessert, aber die Kommunikation zwischen auch den Zuschauern und den Aktiven, das ist mittlerweile ja schon ein bisschen flacher geworden, auch eben durch solche Formate wie Instagram etc., dass man schon ein bisschen mehr Kontakt zu seinen Fans, sage ich mal, hat. Aber auch in Richtung Richterriege oder Offiziellen, auch was Turniere angeht, gerade solche Sachen jetzt wie, dass ein Weltcup abgesagt wird etc. Klar, man wird über alles dann irgendwie informiert, aber ich fände es schöner, wenn da einfach noch mehr Schnittstellen wären, wo man direkt damit in Planung oder eben auch Absagen etc. mit einbezogen wird und da auch ein bisschen näher am Geschehen dran ist. Interessant. Dann noch hier ein paar Fragen zu Leipzig. Wie gefällt es dir hier? Warst du gestern mit deiner Runde zufrieden? Irgendwelche Besonderheiten hier am Turnier? Ja, also generell gefällt es mir hier richtig gut. Ich finde auch solche Formate immer eine nette Abwechslung für uns. Es ist ja schon noch was ganz anderes auf so einem Messegelände und auch im Rahmen einer Veranstaltung, wo eben nicht nur Turniersport gezeigt wird. Ich finde das immer ein super Tapetenwechsel, sage ich mal. Und ich finde es auch eigentlich schön, dass man solche Möglichkeiten hat, mal außerhalb der Sommersaison an Turnieren teilzunehmen. Die Besonderheit ist, ich bin hier nicht mit meinem Pferd, auf dem ich jetzt die letzten Saisons gestartet bin, sondern auf einem Pferd aus Bernau, auf Sir Laulau. Den habe ich auch erst letzten Mittwoch kennengelernt tatsächlich. Dafür war ich gestern mit meiner Runde schon sehr zufrieden, aber es lief im Training. Also ich weiß, dass es noch besser geht und ich hoffe, dass ich das heute auch abrufen kann. Sehr gut, das hoffen wir auch. Danke. Dann wünsche ich dir viel Spaß heute. Dankeschön. Und viel Erfolg.